Hallo, wir sind hier auf der Analytica 2024 in München. Ich freue mich, Herrn Professor Matysik hier am Stand zu haben. Herr Matysik, was hat Sie an den Stand von Metrom geführt heute? Ja, wir haben schon sehr lange Kontakte zu Metrom und nutzen auch die Technik von Metrom und ja, sind jetzt auch im Kontakt mit Herrn Haug. Und wie setzen Sie und zu welchem Zweck setzen Sie unsere Geräte ein? Ja, wir sind also im Bereich der analytischen Elektrochemie aktiv und haben mehrere Innovationsfelder. Eins ist die Kopplung von Kapillarelektrophorese mit elektrochemischer Detektion, wo wir also sehr nachweisstarke Detektionen brauchen mit der ampermetrischen Detektion. Und ein anderes Entwicklungsfeld ist die Elektrochemie in Kopplung mit der Massenspektrometrie, wo wir also elektrochemische Konfigurationen, meistens diese Drop-Sense-Sensoren werden da eingesetzt. Und die Produkte von der elektrochemischen Umsetzung versuchen, möglichst real-time in Massenspektrometer zu bringen. Okay. Und wie zufrieden sind Sie mit unseren Geräten? Ja, gut. Jetzt nicht der Punkt Kritik, aber es sind zuverlässige Geräte. Wir haben auch die meisten also schon über viele Jahre und sind damit schon zufrieden, ja, definitiv. Wer betreut Sie, leistet Service im Hintergrund? Ja, es war bislang Herr Kröger, Dr. Kröger, mit dem ich auch im Kontakt war in dem Vorstand elektrochemische Analysenmethoden. Und das ist jetzt gerade an Herrn Haug übergegangen. Insofern ist das noch eine zweite Schiene, wo wir jetzt im Kontakt sind. Diese Forschung, die Sie da betreiben, wo sehen Sie da Anwendungsfelder dann? Ja, also uns interessiert natürlich vorwiegend die instrumentelle Analytik. Deshalb läuft im ersten Stadium meistens was mit Modellsystemen. Wir haben aber eine ganze Reihe, gerade diese Elektrochemie, Massenspektrometrie-Kopplung, wo wir also auch Metabolismus untersuchen, also auch Degradationsprozesse von pharmazeutisch aktiven Verbindungen, die also dann elektrochemisch oxidiert werden unter definierten Bedingungen und wo wir dann die Produktspezies mit Massenspektrometrie charakterisieren. Okay. Also kann man noch gar nicht branchenspezifisch sagen, also die oder die Branche wird mal besonders davon profitieren. Genau, richtig. Eigentlich für uns Triebkraft ist eigentlich die instrumentelle Entwicklung. Da neue Wege zu finden, wie man das praktikabel machen kann. Und dann auch irgendwann mal in Geräten unterzubringen, die dann neue Messmöglichkeiten eröffnen. Ganz genau, ja. Im Prinzip eine Erweiterung, wo wir auch tatsächlich Geräteentwicklung auch in der Universität Regensburg gemacht haben, ist dann noch Elektrochemie mit Kapillarelektrophorese und Massenspektrum mitzubringen. Das ist dann schon ein bisschen eine aufwendige Form der Hyphenation, aber es ist jetzt auch in einer recht praktikablen... Und das ist es dann, was wäre der Nutzen? Wäre das eine neue Möglichkeiten für die Analytik oder wäre es mehr ein Effizienzgewinn, dass man das alles praktisch in einem Gerät hat und wahrscheinlich dann auch mit einer Software steuert? Ja, also schon eigentlich die neuen analytischen Möglichkeiten sind interessant. Also wir wollen es natürlich nicht zu kompliziert machen, aber es ist, wie gesagt, diese direkte Kopplung Elektrochemie, Massenspektrometrie hat man mitunter Probleme, wenn es sehr komplexe Produktzusammensetzungen sind. Deshalb haben wir noch ein Trennverfahren dazwischen, um jetzt Produktspezies aufzutrennen und dann selektiv und möglichst störungsfrei mit der Massenspektrometrie untersuchen zu können. Hört sich sehr interessant an. Ich danke, dass Sie vorbeigekommen sind und sich bereit gefunden haben, das Interview mit uns zu machen. Sehr gern. Ja.